Falträder sind immer ein Kompromiss und die sind so im Dreieck angeordnet. Ein klein faltbares und leichtes Faltrad, das sich richtig gut fährt, kann nicht günstig sein. Und ein günstiges Faltrad, das sich klein und leicht falten lässt, das fährt tendenziell Grütze. Bei diesem Rad wird gesagt, dass es sich klein falten lässt und richtig gut fährt. Also wird es wahrscheinlich ziemlich teuer sein, oder? Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier, oh, und das auch, ist das Ahuga Max. Und diese Räder wollen aus diesem Dreieck einen Kreis machen. Auf jeden Fall konnten wir sie in den letzten Wochen ein bisschen durch die Gegend fahren und auch in den Urlaub mitnehmen. Und in diesem Video gucken wir uns die Räder mal ganz genau an und ich sage euch auch, für wen sie am besten geeignet sind und ob sie diesen Anspruch erfüllen. Ahuga und der Berliner Händler Auftragsrad haben uns nicht nur ein, sondern gleich zwei Max ausgeliehen, ein E-Max und ein A-Max, und sie unterstützen die Produktion dieses Videos finanziell. Sie haben allerdings nichts zu sagen, was wir irgendwie wie in diesem Video erwähnen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen. Wir sind komplett herstellerneutral. Ahuga klingt irgendwie wie ein Gesang einer längst vergangenen Zivilisation, ist aber tatsächlich ein belgischer Fahrradhersteller, der 2015 gegründet wurde, mit dem Ziel, Hindernisse zu einer glücklichen Stadt aus dem Weg zu räumen. Und das ist kein Zitat von mir. Und deswegen war das allererste Produkt, das sie auf den Markt geworfen haben, auch ein Faltrad. Das kam in seiner Komplexität und in seinem Faltmechanismus nicht ganz an das Birdie oder an Brompton ran, war aber schon ziemlich ausgefeilt. Dann kam später noch das Modular hinzu, ein, nun ja, modulares Stadtfahrrad. Und 2023 wurde dann dieses Fahrrad hier vorgestellt, das Max. Erstmal konzentrieren wir uns auf ein paar Details. Es gibt 4 verschiedene Versionen vom Max. Einmal mit Microshift-Kettenschaltung, mit oder ohne Motor, und Alfine 8 mit oder ohne Motor. Beide Versionen haben 8 Gänge und alle Versionen teilen sich den gleichen schön verarbeiteten Aluminiumrahmen mit 20 Zoll Schwalbereifen. Und ein geniales Designdetail vom ersten Ahuga hat auch das Max. Diese beiden Streben nämlich, die das Unterrohr bilden und zwischen die das Hinterrad dann verschwindet beim Falten. Dadurch ergibt sich eine echte Dreiecksform und Dreiecke sind einfach stabiler als einfache Rohre. Trotzdem limitiert Ahuga das Gesamtgewicht auf 120 Kilogramm, was angesichts der stabilen Konstruktion vielleicht ein bisschen wenig scheint. Vielleicht liegt es aber auch am relativ geringen Gewicht, denn das A-Max kommt auf 14 Kilogramm, das E-Max auf nur 19 Kilogramm, inklusive Gepäckträger. Und ja, das ist leichter als eine Electric G-Line. Der Lenker ist bei beiden Versionen ziemlich gerade, nicht super schmal, sondern ein gutes Mittelding, hat so einen leichten Rise, und bei dem E-Max gibt es dann natürlich auch ein kleines Display, um das Motorsystem zu steuern. Das ist zwar verhältnismäßig klein, lässt sich aber doch gut ablesen und es lassen sich auch alle möglichen Dinge steuern. Hier mit der Menütaste könnt ihr euch verschiedene Dinge anzeigen lassen. Die beiden Tasten hier unten, die ermöglichen das Umschalten der Unterstützungsstufen. Zusätzlich lässt sich hier mit einem langen Druck auf die Taste nach oben auch das Licht einschalten. Und da haben wir was das E-Max besonders vom A-Max unterscheidet. Denn während das A-Max leider komplett ohne feste Beleuchtung auskommen muss, ist hier ein schönes kleines Rücklicht eingebaut und ein kleiner MIG-Scheinwerfer von Busch und Müller. Und was ihr hier auch sehen könnt, ein Tagfahrlicht mit dem Logo von Ahuga. Und was beim Auto so aussieht, als würde ein Biber seine besonders gelben Zähne präsentieren wollen, wirkt hier ziemlich cool. Anders als der prominente Marktbegleiter setzt Ahuga hier weiterhin auf einen Frontnabenmotor, was dem Rad technisch gesehen Allradantrieb gibt, was ziemlich cool ist, und diese verschiedenen Schaltungsarten überhaupt erst ermöglicht. Der Motor kommt von Maiweiss, hat eine Leistung von 250 Watt und ein maximales Drehmoment von 35 Newtonmeter. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht nach super viel. Wie es sich aber tatsächlich fährt, das sehen wir natürlich nachher im Fahreindruck.
Der Motor wird gespeist von einem 248 Wattstunden großen Akku und designmäßig ist Ahuga hier echt die Extrameile gegangen, denn man sieht ihn nicht. Er ist weder hier vorne in einem Pack, es hat keine besonders dicke Sattelstütze, sondern der Akku ist hier im Oberrohr integriert. Das ist ziemlich cool und es wurde mehrmals schon angezweifelt, dass dieses Fahrrad überhaupt einen Motor hätte. Aber im Oberrohr integriert heißt nicht, dass man das Rad jetzt ständig komplett bis zur Steckdose schleppen müsste. Man kann es hier direkt am Rahmen laden, aber man kann den Akku auch einfach mit einem Schlüsseldreh entnehmen und in der Wohnung laden und das Rad lässt man im Keller oder im Auto etc. Mit den 248 Wattstunden Kapazität sind wir gut und gerne 40 Kilometer weit gekommen. Wenn euch das zu wenig ist, könnt ihr auch noch einen trinkflaschengroßen Range Extender dazu bestellen mit 180 Wattstunden zusätzlich. Insgesamt muss man aber sagen, dass dieses Fahrrad auch ohne Akkuunterstützung sehr gut fährt. Wenn ihr euch allein mal hier anguckt, wie leicht sich das Vorderrad drehen lässt, trotz des verbauten Motors, das ist schon ziemlich gut und sehr, sehr effizient. Und das Tolle ist, ihr könnt euch halt auch im Laufe des Lebenszyklus eures Bikes entscheiden, ob ihr das Fahrrad elektrisch oder nicht elektrisch haben wollt. Dadurch, dass sich das E-Max und das A-Max nämlich genau den gleichen Rahmen teilen, kann das ja einfach umgebaut werden. Wobei, so richtig einfach ist das nicht. Es müssen ein paar Kabel gezogen werden, aber diese Möglichkeit bietet meines Wissens kein anderer Hersteller. Geometriemäßig finden Menschen zwischen 1,50 Meter und 1,95 Meter hier Platz. Mit 1,96 Meter habe ich die Sattelstütze wirklich bis ganz nach oben ausgezogen und die finden dann eine verhältnismäßig sportliche Sitzposition vor, wobei die noch verhältnismäßig variabel ist. Habe ich jetzt zweimal verhältnismäßig gesagt. Naja, egal. Auf jeden Fall ist sie variabel, weil sich der Lenker auch noch in der Höhe verstellen lässt. Und so komme ich sogar aus dem Bildausschnitt raus. Preislich beginnen die Max-Räder bei 1.799 € für die unmotorisierte Version mit der Microshift-Schaltung und gehen hoch bis 3.499 € in dieser Version hier mit der Alfine Nabenschaltung und dem Motor. Und was dann noch dazu kommt, wenn ihr es braucht, ist der Gepäckträger, der für 129,99 € dann zu euch kommt. Das ist aber immerhin auch ein richtiger Gepäckträger. Gucken wir uns den mal an. Der ist für 10 Kilogramm freigegeben, sitzt schön hoch über dem Boden, sodass auch Packtaschen zum Beispiel Platz finden. Im Zubehörprogramm von Ahuga gibt es dann aber auch noch Körbe zum Beispiel. Und besonders die Tasche finde ich richtig gut, denn die ist groß genug für einen ganzen Tag im Büro oder um damit auch längere Fahrradtouren zu machen. Für Badesachen etc. hatten wir sie jetzt genutzt. Die trägt nicht groß auf hier hinten auf dem Gepäckträger. Wenn man das Rad allerdings abstellen will, dann muss man den optionalen Ständer bestellen oder eben alles vom Gepäckträger abnehmen, denn der Gepäckträger ist auch gleichzeitig der Ständer. Und da sind wir jetzt beim Faltmechanismus. Der ist wirklich ausgefeilt, sehr ähnlich zu dem des Brompton, hat aber im Detail nochmal ein paar Veränderungen erfahren. Erstmal müssen wir hier hinten dieses Teil drehen und dann können wir mit einem Schwung das Hinterrad unter den Rahmen bringen. Der nächste Schritt ist hier auf der linken Seite das Scharnier zu lösen. Das geht sehr fix. Dann dreht man das Vorderrad nach hinten und hängt es dann hier in den Rahmen ein. Der nächste Schritt ist dann, die Sattelstütze runterzubringen. Und in dieser Version lässt sich dann das Fahrrad auch einfach schieben und man kann es dann mit dem Lenker einfach hinter sich herziehen, auch so gekippt. Das ist wirklich sehr, sehr einfach und das Rad steht auch sicher und stabil. Und der letzte Schritt ist dann, das hier oben lösen, den drücken und dann den Lenker runterbringen. Nun ist das Rad 72 x 69 x 37 cm groß, wenn hier nicht das Pedal wäre. Das ist so ein Steckpedal, für den es in dieser Version noch keinen Platz gibt. Ich habe mir sagen lassen, dass Ahuga da aktuell noch auf der Suche nach einer besseren Lösung ist. Aber so ist das Faltmaß schon ziemlich klein. Das Pedal müsst ihr dann einfach fein säuberlich daneben legen. Insgesamt ist das Faltmaß nun aber auf einem Level mit dem Brompton G-Line, nur dass halt der Akku schon hier oben ins Oberrohr integriert ist und du den nicht extra tragen musst. Und mit 19 Kilogramm lässt sich das E-Max auch verhältnismäßig leicht irgendwo reinwranken. Das ist beim A-Max mit 14 Kilogramm natürlich nochmal deutlich leichter. Also Faltmaß für ein Fahrrad mit dieser Ausstattung ist richtig gut.
Und das Gewicht geht auch voll in Ordnung. Und auch das Auffalten, denken wir zuerst ans Pedal. Klack, Lenker hoch, Sattel hoch, so auf meine Höhe. Und dann ist es wirklich ratzfatz wieder ausgefaltet und fahrbereit. Gucken wir mal an, wie es sich fährt. Ich habe das Rad nicht weiter beladen, weil ich mit meinen 100, naja, nicht ganz 100, aber so 95 Kilogramm schon ziemlich nah an der Belastungsgrenze bin. Wir beginnen mit dem motorisierten und ich werde ab und zu auch die zweite Runde noch einfügen, wo ich mit dem nicht motorisierten gefahren bin, um dann mal so diesen Vergleich zu haben. Gehen in die größte Unterstützungsstufe, schalten in den kleinsten Gang und dank der Alfine 8 ist das natürlich auch im Stand möglich. Das ist sehr angenehm. Und wir starten mit dem Beschleunigungstest von 0 auf 25 km/h. Los geht's. Und was sofort auffällt, 25. Das Ding ist eine absolute Rakete. Der Vorderradantrieb, der zieht natürlich am Vorderrad und wenn man das nicht so stark belädt, dann rutscht es auch vorne ab und zu mal durch. Ist aber sehr leicht unter Kontrolle zu halten. Und die Beschleunigung in dieser höchsten Unterstützung ist wirklich brachial. Und was auch auffällt, dass der Motor feinfühlig reagiert. Es ist ein Drehmomentsensor verbaut. Beim nicht motorisierten Bike ist die Beschleunigung natürlich rein von der eigenen Kraft abhängig. Aber ich muss auch sagen, das geht wirklich schnell. Jetzt im ersten Gang, der ist mit 28,10 auf der Kassette jetzt nicht super klein. Aber die Beschleunigung ist wirklich gut. Das Rad lässt sich grandios auf Touren bringen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es dann auch auf Touren bleibt. Aber mal sehen, wie es uns gleich den Jerusalemsberg hochbringt. Wir versuchen so 250 Watt zu leisten, eine Trittfrequenz von 80 Umdrehungen pro Minute zu halten. Wir starten hier natürlich mit 25 km/h. Auch an der 25 km/h Schwelle fühlt es sich sehr angenehm an der Motor. Jetzt kommt ein Auto von vorne. Also er beschleunigt uns wieder rum. Ganz einfach. Jetzt auf 23 km/h, 24 km/h. Also der Motor muss auch Anstiege nicht fürchten. Nur dann, wenn es natürlich super steil ist, kommt er wahrscheinlich irgendwo an seine Grenzen. Bei dem, was man aber so im Alltag antrifft, ist das wirklich gar kein Problem. Jetzt hier am Jerusalemsberg hängt es natürlich ganz stark davon ab, wie viel Kraft ich selber habe. Ich bin jetzt allerdings hier am steilsten Stück. Wenn ich einigermaßen schnell treten möchte, schon am Ende der Kassette angekommen. Also so richtig bergtauglich ist es so nicht. Aber hier ist ein ganz normaler HG-Freilauf montiert. Und die Microshift Ecolite, die erlaubt auch eine deutlich größere Kassette. Dann ist es allerdings so, dass wenn man das Rad faltet, die Kette ein bisschen stärker hin und her schlackert, weil das Schaltwerk das dann nicht ausgleichen kann. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil die Kette ist gefaltet ja sowieso zwischen den Rädern geschützt. Für Bergfahrten, da wäre halt die 11 bis 38 Zähne Kassette von Microshift ziemlich sinnvoll. Besonders dann natürlich, wenn ihr keinen Motor habt oder euer eigener Motor zu klein ist. Ansonsten ist das Microshift Ecolite Schaltwerk mit dem super kurzen Käfig aber eine sehr gute Wahl, da es diese große Bandbreite bietet, aber trotzdem nicht zu weit runterhängt. Das heißt, es kommt nicht in Konflikt mit dem Reifen oder mit Kannsteinen oder so. Allgemein ist das Gewichtsverhältnis sehr ausgeglichen. Wir haben vorne ein bisschen Gewicht durch den Motor, wir haben hinten ein bisschen Gewicht durch die Schaltung und der Akku sitzt halt wirklich komplett zentral in dem Rad, was es sich sowohl sehr leicht anheben und handeln lässt, als auch eben während der Fahrt sich sehr angenehm anfühlt. Und auch wenn man so ein bisschen sich in die Kurve legt, dann merkt man das. Ja klar, es ist ein 20 Zoll Fahrrad, das heißt, es ist schon ziemlich agil. Aber es rollt wirklich super dahin und auch der Lenker neigt nicht zum Schlackern, sondern ist sehr stabil, kann man also auch freihändig fahren. Bei der Sitzposition könnt ihr jetzt erkennen, dass ich eine nicht zu aufrechte, nicht zu sportliche Sitzposition eingenommen habe. Ich habe den Lenker bis fast ganz nach oben gestellt, was dann auch für Leute mit meiner Größe sehr angenehm ist. Auch die Bandbreite der Nabenschaltung passt gut. Ich bin jetzt die ganze Zeit so im 6. Gang bei 25 km/h.
und habe noch 2 Gänge. Da habe ich dann so 70 bis 75 Umdrehungen pro Minute. Aber auch das Durchbeschleunigen, also wenn man ein bisschen rollt und dann Gas gibt, dann ist der Motor sofort da und unterstützt auch graduell. Also anders als bei vielen anderen Falträdern. Dann jetzt auf Schotter, da kommt dem Rad auch die Reifenauswahl zugute, weil der Billy Bonkers, der hat hier einen richtig guten Grip. Der fühlt sich sehr sicher an. Das Rad ist super agil hier rüber. Und auch beim Einlenken fühlt es sich so an, als ob der Rahmen wirklich stabil ist. Er hat keinerlei Flex irgendwie in die eine oder in die andere Richtung. Lässt sich also auch punktgenau steuern. Also auch eine schnellere Passage durch den Wald macht das Max super mit. Anfahrttest am Berg, volle Unterstützung. Wir sind im ersten Gang. Mal gucken, wie schnell der Motor unterstützt. Und es ist schon spürbar. Und daran merkt man dann auch, dass so ein bisschen das Problem des Frontmotors mit geringer Last vorne, der neigt dann natürlich zum Ausrutschen. Aber er ist kräftig genug, um einen richtig gut überall hochzubringen. Und auch die Bandbreite der Alpine-Schaltung jetzt, der kleinste Gang ist klein genug, um auch an solchen Anstiegen loszufahren. Auch hier wiederum Anfahren am Berg, jetzt im ersten Gang. Da muss man ein bisschen Kraft aufwenden. Auch hier wiederum wäre eine größere Kassette wirklich hilfreich. Was jetzt am Anfang mir gar nicht aufgefallen ist, dann aber schon und mich kurz gestört hat und dann wieder nicht aufgefallen ist, dass der Lenker nicht genau mittig über dem Vorderrad ist. Also der Vorbau macht so eine Biegung nach links, quasi Linksträger, und dadurch fühlt es sich teilweise so an, als würde das Rad so ein bisschen nach links kippen und würde man links etwas tiefer greifen als rechts. Ich habe Ahuga gefragt und die sagen halt, das ist halt wegen des Faltmechanismus so. Das ist halt so eine Kleinigkeit. Da müsst ihr bei einer Probefahrt mal gucken, ob euch das stört. Und bei diesem Rad, bei dem roten, ist es auch etwas stärker ausgeprägt als bei dem gelben. Gucken wir mal, wie der Komfort ist. Auf Kopfsteinpflaster. Und ja, hier merkt man dann so diesen rigiden Rahmen. Der Federungskomfort kommt größtenteils von den Reifen, die einen wirklich guten Job machen. Aber trotzdem kommt natürlich ein bisschen was am Lenker an. Ist aber auch üblich bei solchen leichten Falträdern. Es federt halt nicht so, wie ein Stahlrahmen es zum Beispiel machen würde. Also die Kombination aus Alpine 8 und Frontnabenmotor ergibt richtig viel Sinn. Das gefällt mir halt wegen der recht großen Bandbreite, was sich im Stand schalten lässt. Der Motor hat gut Power. Für den letzten Teil des Fahreindrucks springen wir aber endgültig mal auf das Rad mit der Microshift-Kettenschaltung. Und da bleibt uns jetzt im Grunde nur noch der Bremstest und das kurze Fazit zum Fahreindruck. Und ich habe jetzt gerade ein Problem, ist mir aufgefallen, weil ich hier gar kein Tacho dran habe. Deswegen muss ich die 25 km/h schätzen an der zweiten Linie. Und so bremst sich das Fahrrad. Was jetzt aufgefallen ist, da ist keinerlei Bewegung in dem Rahmen. Also das fühlt sich wirklich super fest an, auch beim starken Bremsen. Der Bremsweg ist jetzt verhältnismäßig lang gewesen. Wir haben etwa die 3,5-fache Fahrradlänge gebraucht. Das ist halt bei solchen Fahrrädern einfach der Fall. Lässt sich aber sehr gut kontrollieren. Vorne ist die Bremse relativ stark. Wir haben geringe Handkräfte, wenn wir die Bremse betätigen, und so 2 Fingerbremshebel. Das passt insgesamt gut. Ja, was ist jetzt besser, Alpine oder Kettenschaltung? Also ich würde sagen, wenn ihr die größere Bandbreite der Alpine und die Wartungsarmut schätzt, dann ist die Alpine definitiv eine gute Wahl. Die Microshift-Schaltung ist natürlich insgesamt etwas leichter und ihr habt die Möglichkeit, da noch dran zu basteln, das so ein bisschen auf eure Bedürfnisse anzupassen. Motor würde ich dann empfehlen, wenn ihr einfach die bequemste Fahrt haben wollt und auch nicht unbedingt verschwitzt im Büro ankommen wollt oder so, oder auch längere Strecken fahrt. Wenn ihr einigermaßen fit seid, dann braucht ihr aber keinen Motor. Das Rad fährt sich so leichtgängig, auch mit der Alpine. Ich würde sagen, 80% brauchen keinen Motor in dem Max. Aber das Schöne ist ja, dass ihr euch auch hinterher immer noch mal wieder umentscheiden könnt und diesen Motor in Originalqualität nachrüsten lassen könnt. Das Ahuga Max ist auf jeden Fall ein sehr, sehr fähiges Faltrad, bei dem der Fokus auf die Fahrt gesetzt wurde. Aber jetzt mal sehen, wie unser Fazit ausfällt. Ist es Ahuga also gelungen, aus dem Dreieck einen Kreis zu machen? Naja, nicht ganz, aber das Dreieck hat nun deutlich rundere Ecken.
Es fährt sich richtig, richtig gut. Beinahe wie ein Compact Bike, ist dabei deutlich günstiger als die etablierte Konkurrenz. Und vom Faltmaß und von Handling her und auch vom Gewicht her ist es durchaus praktikabel für die allermeisten Anwendungszwecke. Eine höhere Belastbarkeit und eine Frontgepäckträgermöglichkeit würden das Rad noch mal deutlich besser machen. Und hier und da gibt es so kleine Details, die vielleicht noch nicht hundertprozentig sind, über die man dann aber im Alltag auch leicht hinwegsehen kann. Wenn ihr mit der Bahn pendelt, dann wird das Faltmaß eventuell ein bisschen zu groß für euch sein. Es passt einfach nicht in jede kleine Nische rein. Aber gerade dann, wenn ihr mit dem Wohnmobil unterwegs seid, wenn ihr das Rad gerne in den Kofferraum eures Autos packt, um dann irgendwie vor Ort mit dem Fahrrad zu fahren und keinen großen Heckträger oder so mitnehmen wollt, dann sind die Ahugas wirklich genial. Sie eignen sich hervorragend für Fahrradtouren, sie eignen sich hervorragend, um neue Dinge zu entdecken. Auf jeden Fall sind die Ahuga Max sehr, sehr coole Räder und ich würde sogar sagen, es ist der beste Kompromiss, den ihr momentan kaufen könnt. Und das am besten natürlich bei Auftragsrad. Ihr findet einen Link unten in der Videobeschreibung. Aber was haltet ihr jetzt von A und E-Max? Kann es eurer Meinung nach die G-Line schlagen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Hier findet ihr ein Video, das ich über Falträder gemacht habe und ich sag mal so, hätte es das A-Max damals schon gegeben, wäre das wahrscheinlich in die engere Auswahl gekommen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.